So, da bin ich wieder. Grüßt euch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk und heute wieder mit einem Uncut-Podcast. Und wie immer versuche ich, so authentisch wie möglich zu sprechen. Und bitte verzeiht es mir, wenn ich mich einmal verspreche. Also wenn ich etwas falsch ausspreche oder ein falsches Wort sage, das kann natürlich passieren und ich werde das wie immer nicht rausschneiden, sondern authentisch in diesem Video lassen. Aber ich werde mich natürlich wie immer versuchen zu korrigieren. Okay, worüber wollen wir heute reden? Wir reden heute beziehungsweise ich rede über das Thema Temu. Das hatte ich mit ein paar Schülern in meinem Unterricht und wir haben über die Online-Plattform, ja diesen Online-Marktplatz Temu gesprochen. Und Temu, ja, gibt es, ich weiß nicht, seit ein paar Monaten auch in Europa. Es ist noch relativ neu auf dem europäischen Markt, glaube ich. Also Leute können bei Temu noch nicht so lange bestellen. Ich habe gelesen, diesem Jahr, Anfang diesen Jahres, vielleicht März war es, glaube ich, dass Temu ja sehr, sehr erfolgreich wurde und viele, viele Menschen haben die App heruntergeladen, die App von Temu. Temu ist, wie gesagt, ein Online-Marktplatz und ja, ein Online-Marktplatz, also eine Internetseite, wo man Dinge bestellen kann. Zum Beispiel Kleidung oder ja, Schuhe, Besteck, also Löffel, Gabel, Messer, alles. Bei Amazon kann man ja heutzutage auch eigentlich fast alles bestellen und Temu ist, so wie ich das verstanden habe, so wie ich das gelesen habe, so ähnlich wie Amazon. Ich persönlich habe die App nicht heruntergeladen. Ich habe auch noch nichts bei Temu bestellt, aber ja, die Plattform wird immer populärer und ich habe deshalb das auch mit meinen Schülern im Unterricht besprochen und ich dachte, vielleicht können auch wir heute ein bisschen darüber sprechen. Temu steht im Moment bei vielen Leuten hoch im Kurs. Es steht hoch im Kurs, das bedeutet, viele Leute finden es toll, es ist sehr beliebt, viele Leute bestellen dort gerne. Es steht bei ihnen hoch im Kurs. Sie mögen es sehr. Es ist auf ihrer Liste der Dinge, die sie mögen, sehr weit oben. Es steht hoch im Kurs. Und Temu erntet aber auch viel Kritik. Temu bekommt viel Kritik. Sie ernten Kritik, sagt man. Sie ernten viel Kritik, weil es wurde gesagt, dass die Produkte nicht sicher sind. Viele der Produkte oder vielleicht alle, ich bin nicht genau sicher, aber viele der Produkte kommen aus China und in China und in Europa gibt es natürlich andere Richtlinien, andere Regeln für zum Beispiel bestimmtes Material oder für die Sicherheit von Produkten. Und in Europa gibt es jetzt viel Kritik. In Deutschland sagen bestimmte Leute, nein, Temu, das ist gefährlich. Die Produkte, zum Beispiel das Spielzeug
für Kinder ist gefährlich, weil es vielleicht spitz ist, also wie eine Nadel, spitz. Und deshalb können sich die Kinder vielleicht verletzen an diesem Spielzeug. Außerdem soll Temu Bewertungen fälschen, habe ich gelesen. Bewertungen, also eine Bewertung, zum Beispiel, wenn du ein Produkt kaufst, kannst du danach eine Bewertung schreiben. Du kannst 5 Sterne geben, das ist die beste Bewertung. Oder du gibst 1 Stern, das ist die schlechteste Bewertung. Und du kannst einen Kommentar schreiben, zum Beispiel, ja, das Produkt ist super, es gefällt mir sehr gut. Oder du kannst sagen, nein, das Produkt hat schlechte Qualität, ich kann leider nur 1 Stern geben. Das ist eine Bewertung. Es gibt auch das Verb bewerten, ein Produkt bewerten. Und eine Bewertung fälschen, das ist jetzt, wie gesagt, die Kritik von ein paar Menschen in Europa. Das ist die Kritik an Temu. Sie sagen, Temu fälscht Bewertungen. Also sie machen gute Bewertungen, aber die Bewertungen sind nicht echt, nicht real. Sie fälschen die Bewertung. Fälschen, falsch machen. Ja, sie machen falsche Bewertungen und diese Bewertungen sind also gefälscht. Das ist die Kritik. Ich weiß nicht so ganz, ob das stimmt, aber ich glaube, im Internet heutzutage gibt es natürlich bei allen Plattformen auch vielleicht nicht gefälschte Bewertungen, doch. Seien wir ehrlich, es gibt eigentlich auch bei Amazon, glaube ich, oder auf anderen Internetseiten gefälschte Bewertungen. Also man muss aufpassen, natürlich, wenn man online etwas bestellt. Man sollte nicht nur blind den Bewertungen vertrauen. Also vielleicht hat ein Produkt 5 Sterne und alle Bewertungen sagen, ja, super, es ist ganz toll. Du bestellst dann das Produkt und dann ist das Produkt von schlechter Qualität. Also du solltest nicht nur den Bewertungen vertrauen. Also das sind die Kritikpunkte, dass die Produkte nicht sicher sind, zum Beispiel Spielzeuge, und dass Bewertungen gefälscht sind. Gut, Kritik gibt es immer. Wie gesagt, die Plattform ist momentan super populär. Ich habe gelesen, sie wurde zum Beispiel im März 2024 40 Millionen Mal heruntergeladen und wahrscheinlich, wir haben jetzt Dezember, ist diese Quote noch gestiegen. Also noch mehr Leute haben die App heruntergeladen und benutzen sie. Und ich weiß nicht, ich habe gelesen, der größte Pluspunkt von Temu, warum diese Plattform so beliebt ist, dass die Produkte sehr, 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 sehr billig sind. Sehr, sehr billig. Also noch billiger als bei anderen Plattformen. Und deshalb kaufen viele Leute gerne. Es gibt allerdings noch einen kleinen Nachteil bei Temu. Ich habe gelesen, dass das Produkt, wenn man das Produkt kauft, dass es sehr, sehr lange dauert, bis das Produkt bei dir zu Hause ankommt, bis es geliefert wird. Also die Lieferzeit ist sehr lange. Und auch die Lieferkosten, die Kosten für die Lieferung, sind ein bisschen höher als bei anderen Plattformen. Okay, also es gibt natürlich für alle Plattformen Vor- und Nachteile. Wie gesagt, es ist billig
oder billiger, aber dafür musst du länger warten. Ja, es dauert eine längere Zeit, bis das Produkt kommt. Und jetzt habe ich gerade vor kurzem gelesen, dass die EU gesagt hat, Temu, nein, ihr verstoßt gegen die EU-Regeln, gegen die EU-Richtlinien, also die Regeln der EU. Und vielleicht muss Temu jetzt eine Strafe zahlen. Sie müssen vielleicht eine Geldstrafe bezahlen. Aber ja, es gibt jetzt einen Prozess, einen offiziellen Prozess vor einem Gericht. Und jetzt wird entschieden, ist das okay, was Temu macht, oder nein, ist es nicht okay? Und dann wird eine Entscheidung getroffen. Ja, es wird entschieden, ob es okay ist oder nicht. Und ja, dann gibt es Konsequenzen. Vielleicht. Ich, wie gesagt, bestelle nicht bei Temu. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kenne aber sehr viele Leute, die dort etwas bestellt haben. Und die Leute, die dort bestellt haben, sagen, dass die Produkte gut sind. Sie haben gesagt, ja, ich habe zum Beispiel ich habe ein Besteckset bestellt. Besteck, also Gabel, Messer und Löffel. Ich habe ein Set bestellt und alles war gut, wunderbar. Es war sehr billig und ja, ich konnte 2 oder 3 Wochen warten. Das war kein Problem für mich. Und ja, sie sind zufrieden. Sie sind zufrieden mit dem Produkt. Ja, ich hatte schon mal in einem anderen Video gesagt, ich bestelle manchmal online, aber ich gehe auch manchmal gerne in den Laden, in die Geschäfte. Was haltet ihr von Temu? Habt ihr dort schon mal bestellt? Habt ihr positive Erfahrungen gemacht? Oder hattet ihr schlechte Erfahrungen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Also Temu, gerade sehr, sehr populär. Viele Leute in Deutschland und weltweit mögen diese App und bestellen dort. Ich, wie gesagt, habe das noch nicht gemacht und deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir deine Erfahrung mal schreiben könntest. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Ach so, und abonnieren natürlich, nicht vergessen, den Kanal. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.